Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin unterwegs von Peškopi nach Škodra durch die Berge. Ich mache nicht den TED oder größtenteils nicht. Ich bin jetzt in Muhur, das war asphaltiert bis da unten. 2 recht abenteuerliche Holzbrücken. Jetzt geht's hoch nach Selista. Das sind noch 14 Kilometer. Dort treffe ich eigentlich auf den TED. Ihr seht, es ist ein bisschen bedeckt, bewölkt. Es hat geregnet, glaube ich, so wie es ausschaut in der Nacht. Bin jetzt gerade überrascht, dass da so Wasser abläuft. Das kann je nach Ort ein bisschen heikel werden für mich, aber ich erwarte das so wie gestern von Liberaș bis Peškopi. Ich bin immer noch auf dem TED. Es ist heiß. Der Ort hier nennt sich Calor, also wie Spanisch Hitze. Genau so ist es, super heiß. Das mit dem Regen war kein Regen, da ist irgendein Fass übergelaufen. Ja, das ist nicht so berauschend. Was denn hier los? Da zeigt das Moped dann 42 Grad an, es ist unglaublich heiß. Also das mit dem Regen war kein Regen, da ist irgendein Fass übergelaufen. Okay. Und wenn, dann ist es jetzt nicht ganz so staubig, wie es vielleicht war. Das ist ja auch nicht schlecht. Und wie meinte noch der Albaner, den ich da unten gefragt habe, wo es lang geht? Ah, da. Bedeutete er mir, da hätte es ein paar Kurven und geht den Berg hoch. Ist mir gerade recht, wenn sich das eher ruhig angeht. Ich habe schon auch gemerkt gestern, der erste harte Aufstieg, der hat mir wieder gezeigt, was möglich ist. Aber es ist halt auch schön, wenn man da ein bisschen reinkommen kann. Das ist wunderschön da oben. Geil. Jetzt haben wir hier mal einen schönen Ausblick auch. Ja, ein paar Stromleitungen, die stören. Das da hinten wäre dann wahrscheinlich Selista. Wäre es ist, müsste sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht Richtung Burel. Ich meinte, da würde ich den TED kreuzen in Selista, der da über die Berge vor mir kommt. Das ist quasi ein Shortcut. Ich habe da einen Umweg über Peškopi gemacht, um da zu übernachten. Peškopi kann man durchaus mal übernachten. Viele Restaurants, Cafés. Der Fußgängerzone hast du auch nicht überall in Albanien. Das ist jetzt wieder ein Stück total einfach zu fahren. Vorhin war es ein bisschen steiniger. Viele spitze Steine, da habe ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Seit Griechenland.
Also bis hierhin eine absolut geile Strecke. Irgendwo da kommt der Tett her. Da unten war ein Abzweiger, plötzlich wurde diese Straße schmaler, war ein bisschen unsicher. Aber es ist nach wie vor Tett und die Route, die ich fahren möchte. Und das teilt sich jetzt dann bald auf wieder. Bleiben wir noch zusammen auf dem Tett. So, und wenn das Navi richtig gerechnet hat, dann sind es noch 35 Kilometer bis Burrell. Es ist nicht so weit unbefestigt. Vorhin hat es mir einen Weg angezeigt von 80 Kilometern, aber eben deshalb ist es mit Vorsicht zu genießen. Oh. Ja, den Daumen hoch, den sieht man hier doch da und dort. Das freut. Ja, das muss so sein nach Murphy. Immer wenn ich die Kameras abschalte, dann kommen die harten Passagen. War jetzt gerade ein ganz kurzes Stück, es war ja nur 50 Meter, einmal 100. Das heißt heikel, ich war immer noch in der Komfortzone. Auch wenn das hier doch viel gerölliger ausschaut. Aber doch das schroffste bisher. Wow. Fertig, easy peasy. Na, da werde ich dann wahrscheinlich mal, wenn ich jemanden sehe, fragen. Ein bisschen verunsichert bin ich schon. Also am meisten verunsichert hat mich natürlich da das Stück von Tepalane. Hei. Was denn hier los? Schon so eine Hoccia-Autobahn, wie ich dem zu sagen pflege. Diese groben Steine da. Also so grob war das ganze Stück von Liberaș bis Peșcopini da gestern. Aber einen schönen Ausblick haben wir da vor uns. Schon krass, wie sich das abwechselt. Ja, jetzt geht es hier ein paar Serpentinen hoch. Naja, wenn das nicht steiler ist. Aber irgendwie habe ich da die Straße nicht gesehen im Berg drin und da vorne ist eine explizite Felskante. Habe da keine Straße durchführen sehen. Da bin ich jetzt gespannt, wie das rauskommt dort. Na, da kommen wir vorläufig noch 3 kehren.
Ja, ich meinte diese Felskante da drüben, aber die Straße die führt viel weiter oben lang. Gefährlich, wenn es hier so in einer, für mich jetzt Rechtskurve, einen Wasserabfluss gibt, sowas wie hier, wo jetzt aber kein Problem ist, und dann reißt das Wasser ja aus Löcher oder die halbe Straße weg. Wenn das zu spät siehst, na, nicht gut, nicht geil. Oh, jetzt folgt da vorne dann noch eine Spitzkehre für den Moment. Und ich bin immer noch auf dem TED. Und für die, die das jetzt genauer wissen wollen, da gibt es den markierten Punkt Iron Mine, also Eisenmine. Und so wie ich gehört habe, wäre das kaum passierbar. Da hat es wohl auch einen Hangrutsch gegeben, Erdrutsch gegeben. Da habe ich jetzt von allen gehört, die da lang gefahren sind, dass das ziemlich krass war da. Überhaupt das Stück da hoch in den Luna Nationalpark. Ich habe ein bisschen Respekt mit dem Blick links runter, muss ich jetzt offen gestehen. Ich habe ja den Felsvorsprung gesehen von unten. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, also der TED geht hier rechts weg in den Luna Nationalpark und ich werde jetzt mich da mal schlau machen. Hallo? Hi. Deutsch, Englisch? You? Switzerland, Deutsch. Same. Same. German. Ah, ihr macht mir eine Freude, eine gut gelaunte Truppe. Ja, das war jetzt gerade richtig nett. Da mit den... Aha, das gefällt mir jetzt aber gerade gar nicht. Davon haben die mir jetzt nichts gesagt, diese Radfahrer. Und ich kann jetzt überhaupt nicht abschätzen, wie tief, was für Steine da drin. Jetzt wäre ich eigentlich da gerne über die Weide, aber das gucke ich mir jetzt an, bevor ich mich da... Ich kann überhaupt nicht abschätzen, hier bis Santiana. Sinkt jetzt ein und tschüss. Nicht ganz. Ein Stein, bevor es mal kippt. Das war jetzt aber... Ja, die kommen natürlich da gut rum, den Mountainbikes. Ja, die Spuren, die sehen schon tief aus. Genau, und das war der Plan. Da hätte ich eigentlich lang fahren wollen. Für so eine Pfütze. Aber echt, ich habe tiefe Spuren gesehen. Ist mir jetzt nicht dran, danach die Maschine da hinzulegen. Es geht dann auch nicht mit jedem Koffer.
Naja, wenn du jetzt diese Wannen siehst, sind die Steine nicht groß und spitz, aber da am Rand, da sahen die jetzt echt nicht ohne aus. Und wenn du den nicht siehst im Schlamm, triffst, ja, nee. Ich bin einfach Mr. Vorsichtig. I saw the flashes in the dark, colors on the wall, right against the monochrome, where I felt so small. I drew the curtains up, pulled away the blinds, heard a rushing wind through the windows of my mind. I began to glow with a love divine. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine in the golden gaze of the mighty eye. Oh, when I was a boy, rolled up like a cigarette. The jacket didn't fit quite in, the leather made me sweat. Over time I shook it off, turned to face the breeze. Ja, das sieht richtig hübsch aus jetzt wieder, dieses Stück. Das ist eine Aussicht gerade links runter. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine in the golden gaze of the mighty eye. There's a darkness in the mind. Ah, jetzt gibt's eine geile Aussicht, wow. It slides like a ghost. It comes alive from behind, beaming up from the unknown. Der nächste Ausblick. Dancing with my shadows, illuminating everything. Ah, hübsch, hübsch, hübsch. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine in the golden gaze of the mighty eye. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine in the golden gaze of the mighty eye. I saw the flashes in the dark. Also mit dem Wissen jetzt
Auch mit dem doch ein bisschen roheren Stück da in der Mitte, nach dem Dorf, beginnen in dem Dorf, im letzten. Ja, kann man das auch mit einer GS oder machen, hätte ich das auch mit meinen anderen Motorrädern gemacht. Es war schwer, ein paar Kilometer, aber durchaus fahrbar. Von oben hat das ja schon wieder nach Asphalt ausgesehen. Wie das täuschen kann, oder sind meine Augen so schlecht? Das erinnert mich jetzt sehr an Spanien. Diese Vegetation oder diese Pisten sieht man dort an vielen Orten, gerade in den südlichen Pyrenäen. So, jetzt ist aber definitiv Asphalt in Sicht da unten. Bleiben wir doch auf der Straße. Also Straße. Weiß nicht, wie das zustande kommt. Gut, sind wir aus Asphalt. Jetzt habe ich zwei Alternativen, aber ich glaube, ich gehe auf den TED. Das ist jetzt doch auch schon wieder 13 Uhr. Ich schaue mir mal meine Originalroute an. Die ginge jetzt eigentlich runter an die Hauptstraße, also zum TED rüber, dann auf die Hauptstraße bis Škodra. Der TED geht ein bisschen im Landesinnen. Schauen wir mal. Ich bin jetzt auf dem TED seit geraumer Zeit, asphaltiert. Und zwar von daher, wo der TED runterkommt von Lure und auf Asphalt kommt oder da abzweigt. Jetzt da den Stauseen entlang, hoch runter. Die Strecke davor mit unglaublich vielen Löchern in der Straße, gefährlich zu fahren. Also da hat es 2-3 Mal richtig ordentlich geknallt. Jetzt war bis vor 1-2 Kilometer war Asphalt und jetzt geht es hier quer über Land Richtung Škodra. Ich denke, das sollte alles gut fahrbar sein, aber ich gebe euch trotzdem einen Eindruck. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da die ganze Strecke dann mache auf den TED oder ob ich dann runtergehe auf die Autobahn, weil es ist 33 Grad jetzt hier oben. Unten habe ich was gegessen, da zeigte das Moped dann 42 Grad an. Es ist unglaublich heiß. Also ich hatte ziemlich einen Hitzestau unter dem Helm, trotz Jethelm, aber ja. Es war eher eine Kiesstraße, teilweise sogar eher tief. So wie es ausschaut, hat sie auch mal gebrannt. Dann geht's halt hier runter. Nicht mehr ganz so easy peasy. Echt recht tief. Wenn das so 40 oder 50 Kilometer sind, wird das super anstrengend. Ja, das ist jetzt nicht so berauschend. Vom Fahren her, jetzt mit der Natur auch nicht gerade. Es ist heiß. So kriegst du kaum Fahrtwind.
Ich werde dann die erstbeste Möglichkeit suchen, wieder auf Asphalt zu kommen. Plötzlich endet es wieder. Also so gefällt es mir gerade wieder. Jetzt wird es aber spannend, ruppig. Der Ort hier nennt sich Calor, also wie Spanisch Hitze. Genau so ist es, super heiß. Okay, und jetzt links runter und dann über den Fluss. So hoffe ich, dass da eine Brücke gibt. Ah, das sieht ja schon recht spannend aus. Ah, das sieht geil aus. Das gefällt mir nicht. Wenn da die Armierungen rausgucken, dann habe ich ein bisschen Angst um die Reifen.
Ja, aber was hier natürlich angenehm ist, ist ein bisschen Schatten. Seit langem mal. So was Waldähnliches. Caution when wet. Okay, hier geht der Ted geradeaus weiter. Das wäre wahrscheinlich schon auch machbar, aber ich gehe jetzt links, asphaltiert. Da steht zwar dann nochmal ein Abzweiger, unbefestigte Straße. Nee, das ist der ist jetzt einfach neu befestigt. Kriege ich ein bisschen Fahrtwind. Jetzt ging es zwar gerade eben, aber das ist es für heute. Gehe ich da mal auf die asphaltierte Straße. Und diese asphaltierte Straße zeigte sich als wunderbare Passstraße, die hinüber ins flache Umland von Shkodra führte. Shkodra bezauberte mich mit vielen schönen Ecken, einer Fußgängerzone mit vielen Restaurants und nicht zuletzt mit der überaus gechillten Art, wie dort Radfahrer unterwegs sind. Kein Gehupe, auch wenn sich alte Leute auf ihren Kinderfahrrädern verkehrt herum durch den Kreisverkehr bewegen. Eine längere Version davon gibt's auf diesem Kanal Zen pur. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.